Willkommen, Schwestern. Ich bin Simon Rita und ich bin heute hier mit Yashodhara, die von der Tempeltour. Wir haben hier gestern gemeinsam den Initiationstag leiten dürfen mit ganz vielen Frauen, die das allererste Mal live mit uns praktiziert haben. Und ich freue mich sehr, dass Yashodhara hier extra heute, das ist der Morgen danach, dass sie heute Morgen hierher gekommen ist, uns besucht im Ganesha Wohnmobilstudio. Und wir werden jetzt ein bisschen sprechen, Schwesterngespräche. Und ganz herzlich willkommen, liebe Yashodhara. Vielen herzlichen Dank für diese Einladung. Es ist eine Ehre, hier in Ganeshas Studio zu sein. Und du hast vielleicht schon gehört an den Interviews und Schwesterngespräche vorher. Meine allererste Frage ist, Yashodhara, kannst du dich erinnern an und bei Yashodhara ist das schon lange her, weil wie wir wissen, also du erzählst uns bestimmt jetzt gleich auch, wie viele Jahre du schon mit Chamali praktizierst. Diesen Moment, wo du das allererste Mal in den Tempel eingetreten bist. Ja, ich bin gerade am Rechnen. Das allererste Mal, dass ich Chamali habe kennengelernt durch Freunde. Meine Freundin hat übersetzt damals in München. 2005, Juli 2005. Und ich weiß noch, wie ich zu einem Introduktionsabend erstmal kennenlernen. Ich kannte Arjuna, ihr Mann, schon. Und hat sie auch mal ein Bild von ihr gesehen. Fand sie Bild hübsch. Und dann war ein offener Abend, am Donnerstagabend, um sie kennenzulernen. Und dann war ich so, so berührt. Ich habe schon einen langen Weg hinter mir, sieht meine graue Haare. Ich habe auch immer mich verlangt gesehnt nach, was ist weibliche Spiritualität. Und hatte auch schon, lange war ich in India und habe da auch mit verschiedenen Praktiken, Women's Liberation und Taras bei den Tibeten und so weiter. Und dann kam Chamali. Und dann war da den Kreis von Schwestern, so kannte ich es noch nicht. Und ich weiß nicht mal, ob wir uns da schon Schwestern genannt haben, aber da war die Berührung, die ich so einzigartig finde. Diese Augen zu machen und zwei Frauen berühren mich und ich weiß nicht mal, welche Hand von welcher Frau ist. Ich muss mir gar nicht damit beschäftigen. Ich kann einfach empfangen. Und es war so ein Effekt. So, natürlich gleich rollte mir die Tränen und das Teil in mir, was sanft ist und was sich so sehnt, gesehen zu werden, gefühlt zu werden, das würde da berührt. Und ich weiß noch, dass wir danach haben uns hingesetzt und dann wurde gesagt, ich sehe in dir, ich schätze an dir fremde Frauen. Aber ich war so berührt von was sie gesagt haben und ich war schon offen durch die Berührung und dann noch das dazu. Ich war so angetan. Und dann habe ich das Wochenende gebucht und was mir dann auch noch so, ich sehe mir noch, wie Chamali da in den Kreis saß und sagte, und wir kreieren hier keine neuen Dogmen. Und dachte ich, ja, keine neuen Dogmen. Und wir gehen von Moment zu Moment und jede Frau ihre Weisheit teilt sie. Und dann ist es nicht nur, was heute ist, aber auch nur was heute ist. Morgen kann meine Weisheit wieder anders sein. Und das fand ich so. Und das ist auch in der Lauf der Zeit, wo Chamali uns immer wieder erinnert hat, jede Frau hat ihre Medizin und jede Frau hat ihre Weisheit. Und wir als Tempelmamas sind da, um das zu unterstützen, einen Raum davor zu halten. Das ist ja fantastisch. Du hast mir in unserem Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du dann, es gab ja dann noch keine Tempel, du hast jetzt von Tempelmama gesprochen. Und du bist dann gleich nach Hause und hast gleich begonnen, Tempel zu machen. Naja, gleich nach Hause. Natürlich bin ich nach Hause gegangen nach der Gruppe, aber dann war es erstmal, oh, das kann doch nie weitergehen. So, ich habe jetzt was kennengelernt. Und Chamali geht nach Amerika zurück und
ich will sofort weiter diese Berührung, mindestens die Berührung erfahren. Und dann habe ich alle Frauen eingeladen, die in diesem Wochenende da waren, mit Hilfe von der Organisatorin. Und dann habe ich sie bei mir zu Hause eingeladen und dann haben wir weiter getempelt, sozusagen. Ja, das war sehr schön. Und dann kam sie schon wieder. Und dann habe ich mit Chameli das nächste Wochenende gemacht, Durga. Ich glaube im November oder so was, dasselbe Jahr 2005. Und ich glaube im Februar nochmal. Und nicht wo bin ich im Februar, vielleicht war es auch später im Frühling. Februar habe ich dann einen Raum gemietet und bin dann monatlich, erste Donnerstag im Monat, gab es Tempel. Ich glaube, Chameli hat mir da auch gesagt, ja, kannst du machen. Und ich glaube, ich und vielleicht noch ein, zwei andere Frauen waren dann die ersten Frauen, die Tempel geleitet haben. Und seit damals hast du dann immer noch Donnerstags? Ja, jetzt ist es so, dass ich, und dann habe ich, omdat so viele Frauen, immer eben, es hat langsam, ich habe immer Tempel gemacht, erste Donnerstag im Montag, auch nie abgesagt, immer. Und dann kamen immer mehr Frauen und manche konnten nicht am Donnerstag. Dann habe ich einen Tempel am Mittwoch gemacht. Mittwoch und Donnerstag im Monat. Und dann habe ich Frauen gefragt, sollen wir geschlossenen Tempel machen? Weil inzwischen gab es dann verschiedene andere Gruppen, Norwegen, Schweden oder auch, ja, wo auch immer. Und die sagten, machen geschlossene Gruppe. Habe ich meine Gruppe gefragt, wollt ihr eine geschlossene Gruppe? Nein, wir finden es total schön, immer wieder neue Frauen auch kennenzulernen. Die wollten erst keine geschlossene Gruppe. Jetzt vor seit vielen Jahren schon, mache ich eine geschlossene Gruppe und eine offene Gruppe. Und die offene Gruppe ist immer noch am Donnerstag. Ich kann mir vorstellen, über die vielen, vielen Jahre, ja schon, hast du bestimmt ganz viele Geschichten zu erzählen. Du hast ja dann auch Chameli ganz lange organisiert, dass sie immer wieder geholt. So. Weil ehrlich gesagt, ich war nicht so sehr die Organisatorin. Lydia war die Organisatorin. Ich war nur immer da und habe immer oder assistiert oder war Teamleiterin. In der Tempeltraining immer Teamleiterin, nachdem ich selber gemacht habe. Obwohl, ich muss dir ehrlich verraten, ich verrate euch mal, dass ich in der allererste Tempeltraining brauchte es auch Assistenten. Und da ich schon dann so lange drin war und auch Tempelmama war, durfte ich dann schon assistieren. Ich weiß nicht, ob man das rausschneiden muss. Nee. So, ich habe gleich in der allererste assistiert. Und erinnern wir noch die Frauen, die da alle waren. In Jonathan waren wir, ich glaube 2008 war die erste Tempel, weiß nicht sicher, ich glaube Tempeltraining. Und danach war ich dann die Teamleiter für alle Tempeltrainings. Ach, was für eine Reise, Yashodhra. Und auch, was so beeindruckend ist ja, was du erzählt hast jetzt mit so viel Freude und was es mit dir gemacht hat. Und ich möchte aber auch an dieser Stelle wirklich ehren, dass du deine Beständigkeit, es ist ja auch ein Praktizieren, ein tägliches Tun. Und das ist neben all diesen tollen Veranstaltungen, aber es geht ja darum, dass wir es tun. Und das ehre ich so an dir, weißt du, wie lange du einfach schon so tief in dieser Praxis dein Leben hingibst, diese Praxis in dein Leben hineinfließen lässt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es für mich eine enorme Bereicherung ist. So reich, dass ich immer wieder dabei sein konnte. Und ja, immer wieder erlaubt war, dabei zu sein und assistieren durfte. Und ich habe alle 9-Monat-Programms mitgemacht, die Chameli hier in Deutschland, es war nur in Deutschland, gegeben hat. Und wir hatten auch die gleiche Assistentengruppe und es war für mich ein Fest und es war auch besonders. Ich würde nie müde, da bei Chameli zu sein. Und ich dachte manchmal, ich bin eine langsame Studentin, weil ich bin immer wieder da. Es war für mich, Chameli war immer wieder frisch, immer wieder neu. Und auch wenn ich das Gleiche schon in der Tempeltraining so oft gehört habe, es war einfach so schön, da zu sein. Und ja, das ist ja auch eine Qualität, weißt du. Das immer wieder neu zu sehen und immer wieder dich neu zu öffnen. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen oder mal nachgerechnet, weil Yashodhra und ich, wir dürfen ja bereits seit 7 Jahren in das Frauentempelgruppentraining, haben wir das von Chameli, in das Vermächtnis von Chameli überreicht bekommen. Und etwas, wovor wir immer sprechen, auch im Tempelgruppentraining, das ist ja nicht nur ein Training, was wir tun werden, denn dann ist es natürlich auch das tägliche Üben, die Praxis, das wirklich es zu tun. Und das ist auch die Grundlage eben, um dann
die Kreise zu öffnen. Möchtest du ein bisschen von deiner Reise erzählen? Weil das war ja dann auch so ein Schritt von der Schülerin zur Lehrerin. Ja, das stimmt. Das war ein Schritt, ein großer Schritt. Es war auch eine große Ehre, wenn Chamberlain sagte und Jonathan auf den, ich weiß nicht, als Krankenschwester sagt man in den Türknopf-Effekt, so in den letzten Moment. Ja, also wenn du als Krankenschwester aus dem Schlafzimmer geht oder auf den Zimmer von dem Patienten. Und dann sagt der En dan zag er erstmal alles niks, man had zoveel tijd gehad. En dan wil men die Tür raus und sagt, oh, mijn Schwester. En dan ist das letzte Moment noch, das war nicht so ganz so. Aber Chamberlain war auf dem Weg nach dem Flughafen oder zu ihr Auto, wo sie mitfahrt naar de Flughafen oder hinfahrt. Und dann sagte sie, ja, das war die letzte Tempeltraining. Ich gebe es ab und ja, du kannst dich mal überlegen, ob du das übernehmen möchtest. Und dann sagte sie, vielleicht ist es ein bisschen stressig für dich. Und dann dachte ich, okay, geh mal rein. Und dann stand Maria. Und Maria ist auch damals war Tempelschwester, die auch in Corfu jetzt immer dabei ist. Und die war auch die erste Tempeltraining da und hat oft über ein 9-Monats-Programm und so weiter. Und die hat dann gesagt zu mir, ja, wenn nicht du, wer dann? Oh, okay. Und dann bin ich in mir gegangen und dann habe ich gemerkt, ich habe so ein bisschen Zeit gelassen und mein Herz hat so ja gesagt. Es war ein großes Ja. Ja, darf ich das mal? Ja, und ja, vielleicht ist es ein bisschen Stress, wo ich meine Training gebe. Hallo, ist nochmal was anderes und Verantwortung und mache ich das gut genug und all die Dinge. Aber als ich angefangen bin im Krankenhaus für Naturweise, es war auch ein großer Schritt und hier in Deutschland, das war auch erstmal herausfordernd und eigentlich liebe ich Herausforderungen. Ja, ich möchte wachsen. Und naja, so habe ich dann Chamberlain gesagt, ja, ich würde es gerne machen. Und dann dachte ich auch noch mal sehen, ob sie dann auch ja sagt. Und das hat sie. Mit uns zwei dürfen wir dann Tempeltraining machen. Und jetzt hast du schon, glaube ich, 19 Trainings geleitet. 9 Tempeltrainings habe ich jetzt geleitet in die 7 Jahre. Ja. Wir haben ja hier im deutschsprachigen Raum, und ich glaube auch, also wir sind die einzigen beiden Awakening Woman Teacher, die eben die Trainings und auch das 9-Monats-Programm anbieten dürfen von Chamberlain hier im deutschsprachigen Raum. Und hier auf meiner Tempeltour bin ich ja auf der Tour eben zu den zu Frauen, die mit uns die Ausbildung gemacht haben. Und ganz viele haben eben auch in den letzten 7 Jahren mit uns die Ausbildung gemacht. Und es gibt ganz, ganz viele Tempelgruppen überall. Und das ist auch, also die Arbeit, die wir hier tun, auch mit dem 9-Monats-Programm. Und wir haben ja auch das Glück eben, dass wir einander kennen und sehen und besuchen und Tempel besuchen oder so wie du jetzt eben hier bist oder wir heute dann auf die Schwesternzeit miteinander machen werden. Wenn du so zurückschaust, weißt du, über all diese Jahre, die du bereits mit Chamberlain und Awakening Woman praktizierst, also so für mich ist auch, ich finde diesen deutschsprachigen Raum sehr außergewöhnlich. Auch diese Kraft in diesem deutschsprachigen Raum und diese große, eben auch die Schwesternschaft im deutschsprachigen Raum. Und vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen von weißt du, was du alles schon erfahren und erlebt hast hier in all diesen Jahren, diese Wunder. In 5 Minuten. Also möglich. So, weißt du, wie gestern an unserem Initiationstag, da waren so viele neue Frauen, die das allererste Mal mit uns live praktiziert haben. Und das ist immer so ein sehr kostbarer Moment, wenn wir neue Frauen begrüßen dürfen. Und dann sind ja da eben was, und dann dieses Vertrauen, das damit wächst, weißt du, wie kraftvoll diese Übungspraxis ist. Über all die Jahre. Maar das ist genauso für alle Frauen, die wir wieder treffen. Ja. Weil die Übung ist so kraftvoll, dass man immer wieder kommen kann. Mit die gleiche Übung tiefer gehen kann. Oder mit die gleiche Übung, du stehst irgendwo anders. Du bist nicht mehr die du warst. Und das finde ich genauso wertvoll, dass wir, so wie ein 9-Monats-Programm, auch in alle anderen, jetzt kommt Chamberlain wieder nach Europa, nach München, nach wo auch immer. Und das
ja, dann sieht man, die meisten, die wir jetzt gebucht haben, kenne ich. Weißt du, weil wir praktizieren Jahre zusammen. Und auch das ist so wertvoll. Beide finde ich, ist so, ja, macht es auch reich, das Feld von Schwestern. Ich erinnere mich auch, dass wir, auch wenn wir das Tempeltraining unterrichten, dass wir davon sprechen, weißt du, also natürlich, dass wir die Übungen, wie kraftvoll die Übungen sind, dass wir die genau zeigen, wie die heiligen Räume, die sicheren Räume gestalten. Und etwas, was wir da, also das ist dieses Vertrauen, weißt du, wie kraftvoll diese Übungen sind, also wie genau und akkurat Shamili die einfach weiterentwickelt hat. So. Und, und am Anfang ist das ja auch einfach, natürlich haben wir das beide an uns selbst erfahren, das schafft auch Vertrauen. Und dann natürlich über all die Jahre, also mit jedem Mal immer wieder im Kreis zu sein, im Tempel zu sein, im Tempeltraining zu sein. Und das ist, ich kann das kaum in Worte fassen, weißt du, weil eine Frau hatte gestern gesagt, das schaut so natürlich und so nach wenig aus. Und das macht es manchmal auch schwierig, darüber zu sprechen, wie groß es eigentlich ist, was wir hier tun. Ja, sehr groß. Sehr groß. Und ich weiß einfach nie, wo anzufangen, weil es ist so viel zu erzählen. Es ist so groß. Ich meine, ja, mir hat eine Frau gestern auch gesagt, das wirkt einfach, die Praxis. Es ist einfach und es wirkt. Und ja, so ist es. Und was ich vielleicht hier auch noch gerne, was für mich auch so wertvoll gewesen und immer noch ist die Frauenkultur, die Shamili kreiert hat. Wir haben die gleichen Lieder, wir haben das Manifesto, wie Mara gestern sagte, wenn ich jemand treffe, die in der Weg nicht mehr praktiziert hat, dann haben wir eine gleiche Basis und können wir miteinander, kann ich sofort anders austauschen, weil wir kennen einander in diese Basis. Und auch dieses Hüfte an Hüfte stehen, als mein Mann gegangen ist, mein damaliger Partner, dann, ich habe erfahren, was das für Menschen bedeuten kann, wenn jemand sich trennt, auch man ist zum Boden zerstört. 50 Jahre habe ich mit ihm zusammen gewesen, gelebt und da war meine Schwesterschaft. Da waren die Schwestern, die mir so oft gesagt haben, ich liebe dich, du bist wonderful, du bist wertvoll. Okay. Ich konnte das nicht verneinen. Und ich bin oft vom Krankenhaus nach Hause gefahren und dachte, ich könnte eigentlich genauso gut an einem Baum fahren. Aber nein, kann ich nicht, weil die Schwestern sind da, die mir sagen, dass ich wertvoll bin und dass ich wichtig bin und dass ich da bleiben soll. Und das hat mir gehalten mit auch alles andere, was ich in meinem Leben mitgekriegt habe. Aber da habe ich so stark erfahren. Und ich hatte eine Tempelschwester in meiner Gruppe und die lag im Krankenhaus und die sagte, ich konnte meine Augen zumachen und ich habe die Hüfte voneinander gespürt. Und das im Körper, auch das im Körper verankert. Und das ist auch die große Qualität an der Awakening Woman, diese Verkörperung. Es ist nicht nur die Berührung, aber all die Übungen im Körper, wodurch wir dies gespeichert haben und dadurch, wo wir auch sind. Das ist auch, ich erinnere meine Freundin, als ich mich mal ganz alleine fühlte, dann sagte eine Freundin, aber du bist gar nicht alleine. Du bist vielleicht Physik alleine gerade in diesem Moment. Aber weißt du, du bist in dieses Netz von so vielen Frauen. Weißt du, und es ist auch, wenn jetzt immer mal wieder verlässt eine Frau die Erde und dann fühlt man die Platz, die sie eingenommen hat. Aber ich habe auch einen Platz eingenommen und du auch. Und jetzt müssten wir nicht warten, bis wir tot gehen, um zu wissen, wie wichtig das war. Wir können uns erinnern, den Platz, den wir im Kreis haben, die wichtig ist für all die Frauen, die uns kennengelernt haben. Und es ist nicht nur für uns, es ist für jede Schwester im Tempel. Wir haben inzwischen ein großes Netz. Und jede Frau hat ihr Platz eingenommen. Und solange wir hier noch in dieser Zeit, wo so viel Turbulenz ist,
sind wir zusammen und sind das Bild, was wir erst seit einem Jahr haben, vielleicht diese Verwurzeling unter die Erde, aber auch oben in die Erde. Wir haben ein großes Web und da ist jede Frau so wichtig. Oh, danke schön, Yashoda. Da hast du noch viel mehr. Ja, wir sind schon fast zu Ende mit unserem Interview, aber ich möchte dir gerne, wir können es auch ein bisschen länger machen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ja, vielleicht, weißt du, gibt es noch was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne teilen möchtest? Ich weiß, ich kann nicht helfen. Ich meine, komm, wenn du das hörst und noch nie war, probier es aus. Die Monitor geht in den Tempel zu, wenn du schaust, wo sie ist. Und, oder auch nicht nur, wo Simone Ritter ist, weil es sind inzwischen Deutschland ist so reich und wir Frauen in Deutschland und ich bin dann Holländerin, aber wohne hier. Wir Frauen in Deutschland sind so reich, weil es ist hier inzwischen, wir hatten immer eine Vision, dass wir Tempel in jeder Ecke, jeder Dorf, damit die Frauen gefüllt sind. Ich liebe dieses Bild. Alle Frauen, bis zum geht nicht mehr, voller Glück und Seligkeit und Freude und geniert, wodurch in die Welt ihre Geschenke mühelos und mit Freude geben können. Und das ist in Deutschland schon sehr viel realisiert. Ja. So in die Sinne, wenn es dir anspricht, dann probier es aus, weil es ist eine große Bereicherung für mich und für viele. Und wir haben auch so viele Möglichkeiten, jetzt endlich wieder zu praktizieren. Genau. Wir dürfen wir live einander berühren. Ja. Und das. Und für mich auch, und auch das Jammerli wiederkommt, wodurch wir auch alle noch wieder in die Tiefe gehen können zusammen. Und wir waren in Stille Retreat in Daxberg, wo für mich diese, was ist mein Treib, aber auch diese weibliche Spiritualität, dass ich immer mehr sagen kann oder fühle, das ist nou weibliche Spiritualität und das ist, denke ich, das darf sich noch viel mehr Worte, auch dass wir üben, immer um Worte zu finden für das, was ist dann weibliche Spiritualität und dafür bin ich hier, um das weiter zu entdecken und Hand und Füße zu geben und Ja, und man kann mit dir ja auch eben ganz, ganz viel praktizieren, auch in diesem Jahr, im Tempeltraining, im 9-Monats-Programm, auch alle anderen Retreats. Und ich werde dann hier unten in der Beschreibung, findet ihr auch die Webseite von Yashodra, kommt dir näher. Und natürlich über die Awakening Woman Webseite kommst du auch auf die Veranstaltungen mit Yashodra. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, Yashodra, dass du hierher gekommen bist und auch, dass du ein Teil bist von dieser Tour. Und es fühlt sich auch so an, weißt du, was du jetzt auch alles erzählt hast, ist wie so so der Grundstein ist jetzt gelegt und die Welt ist jetzt richtig bereit für noch mehr von uns. Ja. Auch da können wir die Vision noch weiter ausdehnen. Ja, genau. Auch über die deutsche Grenze hinaus, Österreich, Switzerland, weiter hinaus. Ja. Vielleicht ich weiß nicht mehr, was mir noch kommt, ist, ich glaube auch in Deutschland, dass da so eine Sehnsucht ist nach dieser weiblichen Praxis, weil und das sage ich als Holländerin, weil ich habe immer wieder gehört, weißt du, der Hintergrund ist heftig. Es ist, die Frauen hier in Deutschland, soweit ich das wahrgenommen habe, die Mutters und die Großmutters, die müssten so stark sein. Die haben alle alleine, ohne Mann oder Mann im Krieg oder verloren oder wie auch immer. Ich als Krankenschwester habe inzwischen so viele Geschichten gehört von Frauen, die geflüchtet sind, die ihre Großmutter unterwegs verloren haben, die ihre Kinder alleine groß erziehen. Da war so viel Hardheit, um the survival, wat te doen.
Und das ist so eine Sehnsucht nach dieser Sanftheit, diese Luxe, die wir zusammen haben, dass wir praktizieren können in einem geschützten Raum, um so tiefer in die Sanftheit zu kommen. Ja. Und sicher auch für holländische Frauen so. Noch viele andere Schweizerinnen, Österreich, viele Frauen. Und ja, das ist, ja, ich wünsche es alle. Für mich ist es diese sanfte, diese nach innen gehen, dieses nicht überschreiende. Dazu laden wir ein. Komm, komm, wir haben einen Platz für dich bereitet. Komm die Nähe. Segen an euch alle. Möge es dir gut gehen. Möge es euch gut gehen.